Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Be a Mover-Folge. Ihr wisst ja, der Be a Mover Talk, der beschäftigt sich mit Menschen, die etwas zu bewegen haben, was Neues machen, was verändern oder uns einfach schlicht und ergreifend voranbringen. Und heute habe ich als Gesprächspartnerin eine Frau, die wirklich was bewegt und bewegt hat, auch in der Vergangenheit, aber auch noch in der Zukunft bewegt. Herzlich willkommen, Britta Heidemann. Hi, hallo. Wir kennen uns schon eine Weile, haben schon mal ein paar Mal Sachen zusammen gemacht. Und ich freue mich immer sehr, mit dir sprechen zu können, denn du hast eigentlich immer was Neues im Angebot. Und jetzt habe ich gelesen und gesehen, dass du nicht nur ein deutsches IOC-Mitglied bist, sondern auch nach wie vor Mitglied der IOC-Athletenkommission. Was muss ich mir darunter vorstellen? Du bist jetzt plötzlich Sportmanagerin geworden? Nein, ich bin schon, 2016 gewählt worden in die IOC-Athletenkommission. Das sind 15 Athleten, die von allen Athleten auf der Welt, olympischer Natur gewählt werden und, uns Athleten im IOC vertreten. Ähm, ja, man berührt tatsächlich alle Punkte, die mit dem Athletendasein zu tun haben. Das sind in Deutschland, die Themen Anti-Doping zum Beispiel oder gerade aktuell die Wiederzulassung russischer Athleten, oder neutraler Athleten zu Wettkämpfen, geht aber ganz, ganz weit darüber hinaus. Also, es geht zum Beispiel um die Förderung von Frauen und, Mädchen im Sport. Es geht um grundsätzliche Sportentwicklung, um mentale Gesundheit im Sport, olympische Erziehung, und so weiter. Und, das ist wahnsinnig spannend und ein ganz breites Feld. Mhm. Nun stellt man sich so eine IOC-Mitgliedschaft, IOC-Member eigentlich als Menschen vor, die etwas älter und gesetzter sind und die vor allen Dingen männlich sind. So war es jedenfalls viele, viele Jahre lang. Bist du da allein unter Männern oder hat sich das ganze Image und die Struktur geändert? Ja, tatsächlich ist das IOC schon seit Längerem dabei, so eine Geschlechtergleichheit zu schaffen. Paris werden jetzt auch die ersten Spiele zum Beispiel sein, wo 50% Männer und 50% Frauen teilnehmen, aber auch 50% Frauenwettbewerbe und 50% Männerwettbewerbe stattfinden und gleichzeitig zum Beispiel auch die Primetime, die Fernseh-Primetime geteilt wird zwischen Männer- und Frauenwettbewerben. Also, das ist, zum Beispiel auf sportlicher Ebene etwas, was jetzt in den letzten Jahren erreicht wurde. Und innerhalb des IOC gibt es, jetzt einen deutlich höheren Frauenanteil, das stimmt. Damals, da hatte mir jetzt gerade eine, Dame aus dem IOC erzählt, war sie die einzige, Frau, sie ist dann auch immer gefragt worden, ob sie Tee holen kann bitte, weil sie für eine Angestellte gehalten wurde. Und auch da haben wir jetzt, mehrere Frauen im, IOC Executive Board und immer mehr Frauen auch, als IOC-Mitglieder. Also, zum Beispiel bei uns in der Athletenkommission haben wir einen deutlichen Frauenüberhang. Langsam wird es in die andere Richtung unfair. Aber es ist auch schon so, dass die Athleten, die 15 Athleten unter den ungefähr 100 IOC-Mitgliedern den Altersschnitt deutlich nach unten, bringen. Allerdings jetzt auch immer mehr und mehr Jüngere, berufen werden. Und ich muss als Letztes aber dazu sagen, es hat natürlich auch einen Grund, warum die, berufenen Mitglieder etwas älter sind. Weißt du, du brauchst Menschen, die die olympische Bewegung vertreten, die, schon gesettelt sind, die, einen gewissen Einfluss haben, die, vielleicht nicht von morgens bis abends noch, arbeiten müssen, sondern die Zeit haben, sich eben auch mit der Welt des Sports und der Entwicklung der Welt des Sports zu beschäftigen. Und dann sind das eben so Schwergewichte wie der Prinz Albert von Monaco oder die reichste Frau Indiens. Die können aber eben tatsächlich, wahnsinnig viel vorantreiben und das brauchen wir natürlich auch. Hat sich da eigentlich was verändert, seit du warst 2014, glaube ich, das letzte Mal Teilnehmerin bei Olympischen Spielen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ist das so? Genau, ich habe das letzte Mal 2012 in London teilgenommen, und es gab, der Thomas Bach, das ist der IOC-Präsident, der hatte die Agenda 2020 eingeführt, mehr in Richtung, nachhaltige Spiele, weniger Kosten, die Nutzung von, bestehenden, Stadien, dass man regionaler und nicht nur städtisch, Olympische Spiele ausrichtet.
bisschen integrativer, also die Bevölkerung mitzunehmen, jünger zu werden. Also zum Beispiel Skateboard und Klettern ist ja jetzt auch dabei. Und Paris, das sind die Spiele im nächsten Jahr, sind die ersten Spiele, wo das alles in der Summe erstmals vollumfänglich greift. Und da glaube ich, können wir von Glück sagen, dass das Spiele sind, die tatsächlich auch bei uns direkt um die Ecke sind, dass wir uns davon alle mal einen Eindruck machen können, wie sozusagen die modernen Olympischen Spiele aussehen, wie wir uns das jetzt auch im IOC vorstellen. Da können zum Beispiel die Eröffnungsfeier, die ist an der Seine entlang, also mitten in der Stadt. Also da wird es mehrere Millionen Live-Zuschauer geben können, also kann sich jeder angucken. Du kannst dich zum Beispiel auch selber anmelden beim Marathon und läufst dann hinter den Profis hinterher. Und es gibt also so viele so interaktive Maßnahmen, wo die Bevölkerung einfach mitgenommen wird. Und das ist zum Beispiel auch neu. Ist das eigentlich zeitlich eine Herausforderung für dich, dass du da so eingespannt wirst in der Vorbereitung dann letztlich auch für die Olympischen Spiele in Paris, auch wenn das jetzt nah bei ist, hast du dann noch Zeit für deine eigenen Aktivitäten? Das ist eine gute Frage und da kann ich auch direkt noch mal aufräumen damit. Das sind natürlich nicht nur die Olympischen Spiele, wo ich dann 3 Wochen vor Ort bin. Das sind Sommerspiele, Winterspiele, Jugendspiele, Sommer wie Winter, sondern wir haben tatsächlich auch um die 30 Calls mit der Athletenkommission. Also, wir sind die mit Abstand ähm, aktivste Kommission des IOC. Ich habe wöchentlich mehrfach Austausch mit der IOC-Athletenkommission und den hauptamtlichen Mitarbeitern. Und das nimmt wahnsinnig viel Zeit ein. Das hatte ich vorhin ja gesagt. Ne? Du musst Abstriche machen an anderer Stelle und so ein, ich sag mal, ein ganz normaler 9-to-5 Ganztagsjob ist damit definitiv nicht zu vereinbaren, wenn man es ernst nimmt und mit Herzblut dabei ist. Also das zurzeit nimmt das sehr viel Zeit meiner Gesamtzeit in Anspruch, ja. Nun ist Paris ja eine unglaubliche Metropole, aber auch eine Metropole, die manchmal ein ziemliches Verkehrsproblem hat. Glaubst du, dass man das bewältigen kann, die Olympischen Spiele in so einer großen Stadt, dass das nicht zum Dauerchaos führt, gerade wenn die Athleten bewegt werden müssen von A nach B? Ach so, ja, das ist schon jetzt seit 50 Jahren ein abruptes Modell. Olympische Spiele finden ja klassischerweise in den großen Städten der Welt statt. Das ist eigentlich ziemlich cool. Es gibt so eine sogenannte Olympic Lane, die auch durch die Olympischen Ringe gekennzeichnet ist. Man fährt mit Bussen oder Autos mit Polizeieskorte von zum Beispiel Olympischen Dorf zur Sportstätte und zurück. Das ist eben für die Zeit der Olympischen Spiele für die Anwohner sicherlich 'ne Einschränkung, aber genauso kann das eben auch wirklich nur funktionieren. Und es wird mittlerweile viel auf Bus und Bahn umgestiegen, ne? Das ist auch eines der neuen Konzepte, die das IOC schon längst jetzt bei den Jugendolympischen Spielen probt, dass auch die Athleten mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut durch die Stadt kommen. Ich nehme an, aus Sicherheitsgründen ist das bei den erwachsenen Olympischen Spielen nicht durchführbar. Du musst dir vorstellen, bei Olympischen Spielen hast du einen der größten Sicherheitsaufwände, die man sich überhaupt vorstellen kann. Also, mit wirklich zahlreichen Kontrollen, bis man in eine Sportstätte oder ins olympische Dorf kommt. Mhm. In den vergangenen Jahren, Jahrzehnten war Doping immer ein großes Thema. Ist das auch ein Thema, das dich bewegt vor den Olympischen Spielen in Paris? Ja, das Thema Doping oder beziehungsweise Anti-Doping ist immer ein riesiges Thema. Da gibt es auch wirklich zahlreiche Mitarbeiter und Agenturen, die auch innerhalb des IOC arbeiten. Es gibt die WADA, das ist die weltweite Anti-Doping-Organisation. Wir sind mit der NADA, der deutschen Anti-Doping-Agentur, auch sehr gut aufgestellt. Es hat sich in der Summe ein bisschen beruhigt. Ähm, Ganz schlimm war es genau zum Anfang, wo ich eingestiegen bin, als der Dopingskandal um Russland stattgefunden hat. Also, da bin ich mitten in das totale Chaos geraten. Das sind so weite Felder und Anti-Doping beschäftigt auch in Deutschland den Athleten, ne, weil wir uns in ein System eintragen müssen, wo man sich auch fragen darf als Athlet: Inwieweit darf in meine Privatsphäre eingegriffen werden oder wo reicht es und was kann erwartet werden?
Und da muss man ja auch immer alle Seiten betrachten, wer wie leidet oder wer wie gut kontrolliert werden kann. In Deutschland ist das anders als selbst in Frankreich, wo die Athleten alle in einer abgeriegelten Wohngemeinschaft wohnen, wo man am Pförtner vorbei muss, um zu den Athleten zu gelangen und wo nie eine unangemeldete Kontrolle möglich ist, ne? Also, dafür musst du gar nicht bis irgendwie nach Russland gehen. Und das ist ein Thema, was uns, immer beschäftigt. Aber es nimmt wirklich zu, das Thema, eben, der Geschlechtergleichheit oder eben die, mentale Gesundheit. Also, wie kriegt man es hin, Athleten Spitzenleistungen bringen zu lassen, ohne dass sie, physisch oder psychisch missbraucht werden oder dass, wenn so etwas passiert, auch wirklich vorsprechen. Das ist eines der Hauptthemen, wir nennen das Safeguarding, was, immer mehr, Raum einnimmt, auch in den Debatten. Mhm. Hast du Russland schon ein paar Mal angesprochen. Findest du es richtig, dass sie als neutrale Athleten antreten, die russischen und die weißrussischen Sportler? Ja, das ist gerade entschieden worden, dass das, so sein wird. Zurzeit sind, glaube ich, acht neutrale Athleten, qualifiziert. Ich tippe mal, wenn es hochkommt, werden das maximal, 50 sein, wenn überhaupt. Ja, ich bin grundsätzlich, der Meinung, dass, jemanden auszuschließen nie der richtige Weg ist. Ich habe ganz viel mit China zu tun gehabt. Da habe ich mir schon vor 15 Jahren angehört, wie kann man nur nach China fahren oder sich mit den Chinesen austauschen. Ich persönlich halte Austausch für den einzigen Weg, um irgendwelche Verbindungen und Gemeinsamkeiten zu schaffen. Und das ist aber auch genau das, was der Sport kann. Der Sport kann verbinden, nicht kann verbinden. Der Sport verbindet. Man trifft sich bei Olympischen Spielen und tritt zu gleichen Regeln, gegeneinander an. Und egal, welcher Herkunft du bist, welcher Kultur du entstammst oder was politisch in deinem Land los ist. Und das ist ein Segen, dass wir einfach, auch im olympischen Dorf erleben. Da streitet sich keiner, da wird sich nicht geprügelt, sondern man tauscht sich aus. Und das ist aus meiner Sicht das politische Statement, was der Sport leisten kann und was er beitragen kann, bei Olympischen Spielen oder das in die Welt hinaus senden kann. Also, ist natürlich auch ein kleiner Beitrag, wenn man das so möchte. Aber Sport ist einfach ein verbindendes Mittel und dazu gehört, dass auch Länder, in denen Krieg herrscht, an Olympischen Spielen teilnehmen. Das gibt nämlich im Übrigen an die 30 Länder, in denen es Krieg gibt und die machen auch mit und ich, finde das richtig, genauso wie fast alle Athleten auf der Welt. Mhm. Du bist ja als Athletin auch bei den Olympischen Spielen in Peking an den Start gegangen, giltst als China-Kennerin, als exzellente China-Kennerin, muss man sagen. Du sprichst auch eine der chinesischen Sprachen. Ist das, jetzt muss man überlegen, was es ist, Mandarin? Mandarin, genau. Mandarin, okay. Wie gut sind seit diesen Olympischen Spielen damals deine Kontakte nach China und hast du die auch immer kontinuierlich gepflegt? Ja, ich muss zugeben, ich habe, nach den Olympischen Spielen sehr viel Zeit in China verbracht und habe, dann eine Phase gehabt, in der ich auch, wieder ein wenig Abstand gesucht habe. Nicht, weil mir China oder der Austausch mit den Chinesen nicht gefallen hat, sondern weil ich auch irgendwann, um jetzt mal ganz kurz auf die, psychologisch-mentale Schiene zu kommen, weißt du, irgendwann, du wirst es vielleicht selber kennen, muss man sich auch mal erholen. Also, von all den Eindrücken und den Erlebnissen, die ich hatte, habe ich gemerkt, ich bin, bis zur Oberkante voll mit ja, mit dem, was ich so erlebt habe und ich brauchte Zeit, das einfach mal alles sacken zu lassen und zu verarbeiten. Ich habe in der Zeit übrigens auch ziemlich viel, ähm, Tagebuch geschrieben und, am Ende sind da sogar 2 Bücher draus entstanden. Eins über China, über das Land der Gegensätze, und ein Buch über eben genau das, was ich aus dem Fechten kenne, mentale Stärke, Ziele setzen und so weiter. Das heißt, Erfolg ist eine Frage der Haltung. Und da habe ich im Endeffekt viel von dem verarbeitet oder zu Papier gebracht, was ich so, ja, 15 Jahre, 20 Jahre lang in meinem Sportlerleben so erfahren habe. Du arbeitest ja auch als Mentalcoach, du machst hervorragende Seminare, als Coach. Nimmt dieser Job, diese Tätigkeit wieder einen höheren Stellenwert ein nach den Olympischen Spielen? Ist das sozusagen dann flacht die olympische Kurve ein bisschen ab und die ursprüngliche Tätigkeit, die du gemacht hast, nimmt die wieder ein bisschen zu? Ja, das vermischt sich ehrlich gesagt ein bisschen, weil
immer mehr merke, dass ich, in der Welt des Sports schon auch gut aufgehoben bin. Also, ich war tatsächlich gerade erst in, Bahrain und Saudi-Arabien. Das heißt, ich habe zum ersten Mal mir einen Überblick verschafft live über den Stand der Sportentwicklung, im Mittleren Osten, und habe dabei auch gemerkt, dass das wirklich Spaß macht, sich, an der Basis gewissermaßen auch mit darum zu kümmern, dass, Kinder, Jugendliche oder in meinem Fall als Frau, vor allem auch, Mädchen und Frauen Zugang zu Sport haben, dass Athleten ihre Stimme erheben, dass sich Athletenkommissionen bilden, und auch ernst genommen werden, und, einfach in der ganzen Sportentwicklung, und dabei auch eben bei der Persönlichkeitsentwicklung von jungen Leuten dabei zu sein, das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Und die Seminare und meine Vorträge gehen ja in die ähnliche Richtung, nur dass ich da eben zumeist, Top-Manager oder hohes Management vor mir sitzen habe. Aber inhaltlich mache ich gar nicht so viel anderes und das macht mir sehr viel Spaß. Und ich bin natürlich auch sehr viel im Networking unterwegs, ne, über die Welt des Sports. Ähm, in Deutschland geht das Thema IOC-Mitglied sehr unter. Da darf man sich nicht vertun. In den meisten Ländern der Welt hat das einen wahnsinnig hohen Stellenwert, aus meiner Sicht zu Recht auch, ähm, weil Sport einfach ein wahnsinnig wichtiges Mittel ist, Kinder auch zu entwickeln. Und ja, wie gesagt, da sieht das anders aus. Und hast du das Gefühl, dass in Saudi-Arabien zum Beispiel junge Mädchen, junge Frauen da eine echte Chance haben, sich positiv zu entwickeln? Ja, die haben natürlich nur 'ne positive Chance, sich zu entwickeln, weil, wir jetzt in Deutschland ja schon wahnsinnig weit sind, und in anderen Ländern, hat man noch viel Potenzial nach oben, sage ich mal. Und, da macht es, eben genauso Freude, eben kleine Schritte nach vorne zu gehen, wie es hier in Deutschland ist, ich sage mal, den Stand zu halten. Das ist ja beides gleich anstrengend. Also, wenn man einmal ein gewisses Niveau erreicht hat, das ist du wirst das ja auch kennen, so nach oben kommen ist relativ einfach im Verhältnis, aber oben zu bleiben dann umso schwieriger. So ist das auch bei uns. Man merkt das ja bei uns jetzt an jeder Ecke und an jedem Ende, wo wir um unsere in den letzten Jahrzehnten gewonnenen Freiheiten und Rechte eigentlich ja auch viel mehr verteidigen müssen. Und dazu gehört aus meiner Sicht auch die selbstverständliche Gleichstellung von Mädchen, und Frauen auch in unserem Land. Und das macht in anderen Ländern aber genauso Spaß zu fördern. Okay. Nun gibt es mit Michael Mrons, den wir beide kennen, ein weiteres IOC-Mitglied aus dem, sagen wir, Rheinland im weitesten Sinne. Wie tauschst du dich mit ihm aus? Arbeitet ihr zusammen da im IOC oder ist da jeder für sich alleine unterwegs? Michael Mrons ist jetzt, letztens, bei der IOC-Sitzung in Mumbai zum neuen IOC-Mitglied berufen worden. Somit sind wir jetzt, 2 IOC-Mitglieder, die, jetzt noch ein Dreivierteljahr, zusammenarbeiten können. Wir kennen uns, lange und gut und, haben uns, seither sehr viel ausgetauscht. Also, wir haben fast eine Standleitung und es gibt viele Themen zu besprechen und es macht, auch das naturgemäß immer mehr Spaß, gemeinsam, an Dinge heranzugehen, als Einzelkämpfer dazustehen. Ich habe natürlich immer auch die Unterstützung vom IOC und dem Deutschen Olympischen Sportbund, aber eben, sozusagen einen Partner in Crime zu haben, das macht Spaß und Michael Mrons hat einfach auch wahnsinnig viel Erfahrung, wenn es um, sportliche Events, geht, aber auch, das politische Geschick, was ja eben auch in der Welt des Sports nötig ist und das macht sehr viel Spaß. Mhm. Siehst du eigentlich deine berufliche Zukunft als Sportmanagerin? Ich sage mal jetzt mal losgelöst vom IOC. Und könntest du dir zum Beispiel vorstellen, mal das Management eines Fußball-Bundesliga-Clubs zu übernehmen? Ja, also ich tippe, dass ich weiter in der Welt des Sports, erhalten bleiben werde. Es gibt, unzählige ehrenamtliche Jobs, es gibt aber auch genug, sehr gut bezahlte Jobs und, irgendwo dazwischen werde ich mich wahrscheinlich mit einem Ehrenamt und einem Hauptamt, ansiedeln. Und Fußball-Bundesliga wäre kein Thema für dich? Das ist der Journalist in dir, ne? Ja, der guckt manchmal noch raus, dachte: „Huhu.“ Ja,
Im Fußball war ich ja jetzt auch schon, mal 2 Jahre im Aufsichtsrat beim 1. FC Köln. Ich bin der Liga gerade wirklich, sehr verbunden. Ich bin, Mitglied des, Kuratoriums der Ligastiftung und, klar, also ich bin gerne beim Fußball dabei und kann mir das auf jeden Fall auch in Zukunft vorstellen, also im Sport zu bleiben und auch im Fußball, ja. Gut. Noch 'ne Frage zur Zukunft. 2024 ist natürlich das Jahr der Olympischen Spiele in Paris. Und Paris war ja schon mal Olympiastadt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das ist aber schon ein bisschen her. Kannst du dir vorstellen, dass die Olympischen Spiele auch noch mal die Sommerspiele nach Deutschland kommen? Ja, das wäre natürlich ein Traum, Olympische Spiele in Deutschland. Ich glaube, wenig könnte unser Land mehr gebrauchen als, eine Zeit euphorischen Mitgefiebers über Sport. Und wenn man einfach mal die ganze Welt zu Gast hat und auch stolz auf sich und sein Land sein kann. Ich glaube, dass, nächstes Jahr für uns eine gute Probe sein wird und uns einen guten Vorgeschmack machen wird mit der Euro 24 in unserem Land. Und direkt anschließend mit den Olympischen Spielen in Paris, die ja jetzt gerade als Kölner gesprochen wirklich direkt vor der Tür liegen. Und dann bin ich gespannt, was, vor allem die deutsche Politik, daraus machen wird, weil man muss natürlich sich als Land eben auch, dazu bekennen, dass man Olympische Spiele umsetzen möchte und ansonsten geht so eine Bewerbung natürlich nicht voran. Gut. Liebe Britta, ich danke dir für dieses Gespräch. Ich fand das sehr, sehr inspirierend und ich drücke dir für die Zukunft, auch als IOC-Mitglied, die Daumen und wünsche dir alles Gute. Dankeschön. Herzlichen Dank, lieber Jörg. Okay, ich danke euch, dass ihr zugeguckt habt. Das war der Be a Mover Talk mit Britta Heidemann und wir werden sie, glaube ich, im Olympiajahr des Öfteren sehen und auch beobachten können. Also, bis bald und danke fürs Zuschauen.